The Vatican releasing a statement that the Pope wished King Charles a speedy recovery of his health. Bevor die Gerüchte über seinen Tod die Welt schockierten, äußerte sich Papst Franziskus zu einer unerwarteten Person, Camilla, die britische Königin-Gemahlin. Es ist eine Verbindung, von der nur wenige wussten. Dass sie überhaupt existiert und was er über ihren Charakter enthüllte, machte viele fassungslos. War es Bewunderung, eine leise Warnung oder etwas Tieferes? Etwas, das nur sie beide verstanden? Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie glauben, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Camilla verborgene Seiten haben, die wir nur selten sehen. Oder mit 0, wenn Sie glauben, dass das, was wir sehen, das ist, was wir bekommen. Lassen Sie uns sehen, wo Sie stehen, und jetzt lassen Sie uns die Geschichte aufdecken, die Sie noch nicht gehört haben. Der Tod von Papst Franziskus und die Auswirkungen auf König Charles und Königin Camilla. Der Tod von Papst Franziskus im April 2025 markiert das Ende eines bemerkenswerten Pontifikats. Sein weltweiter Einfluss reichte weit über die katholische Kirche hinaus. Denn er war bekannt für seine Bescheidenheit, seinen innovativen Führungsstil und sein Engagement für soziale Gerechtigkeit. Doch kurz vor seinem Tod sagte Papst Franziskus etwas, das in ganz Europa eine stille Debatte auslöste. Er wandte sich an den britischen König Charles III. Und Königin Camilla, nicht an andere geistliche oder internationale Führer. Während der Vatikan aufgrund jahrhundertelanger theologischer Differenzen traditionell eine formale und distanzierte Beziehung zur britischen Monarchie pflegt, war Papst Franziskus dafür bekannt, dass er die Kluft überbrückte. Er baute im Laufe der Zeit eine herzliche Beziehung zu König Charles auf, noch bevor dieser den Thron bestieg. Ihre Verbindung war weder rein politisch noch zeremoniell. Vielen Erzählungen zufolge war sie sehr persönlich. Der Papst betrachtete Karl als einen durch Erwartungen und Geschichte belasteten Führer. Er erkannte auch etwas Außergewöhnliches in Camilla, deren Aufstieg in den Mittelpunkt des königlichen Lebens einer der unerwartetsten Übergänge in der zeitgenössischen Monarchie war. In den Tagen vor dem Tod des Papstes statteten König Charles und Königin Camilla dem Vatikan einen Besuch ab, der zunächst als geheimer, unauffälliger Besuch bezeichnet wurde. Es war der 9. April 2025, ihr 20. Hochzeitstag. Über den Besuch selbst wurde seinerzeit nicht viel berichtet. Und das aus gutem Grund. Papst Franziskus, der erst kürzlich nach einer Atemwegserkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden war bereits deutlich geschwächt. Viele meinten, dass sein Zeitplan für solche Reisen zu eng sei. Dieses Treffen fand jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und hat in der Folge neue Bedeutung erlangt. Dem Papst nahestehende Personen haben erklärt, dass er während dieses diskreten Gesprächs seine große Wertschätzung für Königin Camillas Standhaftigkeit und ihre wechselnde Rolle in der Monarchie zum Ausdruck brachte. Er soll sie dafür gelobt haben, dass sie, wie er es nannte, eine stille Widerstandsfähigkeit bewiesen und Charles während einer der schwierigsten Veränderungen in der Geschichte des Königshauses unterstützt habe. Jahrelang wurde Camilla mit einem schlechten Licht betrachtet, da sie häufig in den Schatten von Prinzessin Diana gestellt wurde. Ihr Image hat sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt, was zum Teil auf ihre konsequente Präsenz und ihre Hingabe an die königlichen Pflichten zurückzuführen ist. Es wird angenommen, dass Papst Franziskus von ihrer Reise wusste und Quellen aus dem Vatikan behaupten, er bewundere, wie sie mit sich selbst umgegangen sei, insbesondere angesichts der strengen Prüfung durch die Öffentlichkeit. König Karl seinerseits setzt sich seit langem für den interreligiösen Dialog, den Umweltschutz und den Weltfrieden ein, Prinzipien, die auch für die Mission des Papstes von zentraler Bedeutung sind. Ihr gemeinsames Engagement für die Umwelt war ein regelmäßiges Thema bei früheren Zusammenkünften, insbesondere bei Klimagipfeln und Commonwealth-Foren. Doch das letzte Treffen im April war anders. Es war ein kontemplatives, privates Gespräch, das, wie einige bemerkt haben, sogar Beichtcharakter hatte. Während die Einzelheiten des Gesprächs vertraulich bleiben, haben mehrere seriöse Quellen, sowohl im Palast als auch im Vatikan, berichtet, dass Papst Franziskus Worte der Unterstützung richtete, die besonders persönlich zu sein schienen. Charles gegenüber zeigte er eine Emotion, die über das Diplomatische hinausging. Er erkannte den emotionalen Tribut der Monarchie an, insbesondere angesichts gesundheitlicher Probleme, öffentlicher Kritik und sich verändernder politischer Rahmenbedingungen. Der Papst wusste, dass bei Karl wenige Monate zuvor Krebs diagnostiziert worden war, und er verstand,
dass das Gewicht der Krone nicht nur auf der Tradition beruhte, sie lag auf den schwachen Schultern eines Mannes, der mit Trauer, Krankheit und den Erwartungen seiner Generation zu kämpfen hatte. Der Papst soll Karl gesagt haben, dass es bei seiner Herrschaft um moralische Führung gehe, die auf dem Dienst und nicht auf der Position beruhe. Diejenigen, die mit dem Ton und dem Denken von Papst Franziskus vertraut sind, werden die Botschaft erkennen. Er sprach häufig über Demut als die höchste Form der Macht. Er respektierte Führungspersönlichkeiten, die es nicht nötig hatten, bemerkt zu werden. Quellen zufolge betete der Papst sowohl für die Gesundheit als auch für die Zweisamkeit von Charles und Camilla. Er betrachtete Camillas wachsende Position als mehr als nur zeremoniell, sondern als wirklich hilfreich. Mit ihren 77 Jahren ist sie zu einem der überraschendsten Symbole der Stabilität in der Monarchie geworden. Trotz anfänglicher Widerstände in der Öffentlichkeit hat Camilla nach und nach ihre Pflichten als königliche Gemahlin übernommen, indem sie Verpflichtungen nachkam, Alphabetisierungsprojekte unterstützte und der königlichen Familie in einer Zeit großer Unsicherheit ein Gefühl der Kontinuität vermittelte. In den letzten Tagen seiner Amtszeit verzichtete Papst Franziskus auf allgemeine politische Äußerungen und weltweite Weisungen. Stattdessen richtete er seine Aufmerksamkeit auf einzelne Personen. Seine Verabschiedung des Königspaares war ruhig, höflich und voller Bedeutung. Es ist nicht bekannt, ob er sich bewusst war, dass dies seine letzte Begegnung mit ihnen sein würde. Aber der Ton seiner Botschaft, der sowohl spirituell als auch väterlich war, lässt darauf schließen, dass er es wusste. Einige haben geglaubt, dass seine Äußerungen einen unterschwelligen Anstoß, vielleicht einen Hinweis auf den Übergang enthalten. Könnte er angedeutet haben, dass sich Camillas Position noch weiter ausdehnen könnte? Könnte er Charles gedrängt haben, sein Wohlbefinden über seine Pflichten zu stellen? Dies sind Interpretationen, keine Fakten, aber sie spiegeln die Themen wider, die Papst Franziskus häufig angesprochen hat: Gesundheit, Mitgefühl, persönliche Berufung und moralisches Vermächtnis. Sein Tod hinterlässt eine Lücke in der geistigen Führung, die nur schwer zu füllen sein wird. Aber er unterstreicht auch die Bedeutung seiner letzten Kontakte. Für König Charles und Königin Camilla war das Wiedersehen vielleicht mehr als nur eine Zeremonie. Es war eine Zeit der Selbstbesinnung für zwei Führungspersönlichkeiten, die sich dem Ende ihrer öffentlichen Laufbahn nähern und beide mit Kritik, Neuerfindung und Verlust konfrontiert waren. Unmittelbar nach dem Tod des Papstes gab König Karl eine Erklärung ab, in der er sein tiefes Bedauern ausdrückte und den Mut, das Einfühlungsvermögen und die weltweite Reichweite des Papstes lobte. Was bei der Huldigung des Königs besonders auffiel, war sein persönlicher Ton. Er beschrieb den Papst als einen Mann von großem Glauben und Großzügigkeit und betonte die Bedeutung ihrer letzten Begegnung. Es ging nicht nur um diplomatische Beziehungen, sondern um die gemeinsame Menschlichkeit. Deshalb sind die abschließenden Worte des Papstes an die beiden, auch wenn sie geheimnisumwittert sind, nach wie vor von großer Bedeutung. Für diejenigen, die die königliche Familie aufmerksam beobachtet haben, bietet dieses Ereignis einen seltenen Einblick in die Art und Weise, wie Staatsoberhäupter wie Papst Franziskus ihre Rolle in der modernen Welt sehen, weniger als Zeichen der Autorität und mehr als Träger von Pflichten. Es kommt nicht darauf an, wer den Thron innehat, sondern auf die Fähigkeit, dem Gewicht des Throns standzuhalten. In den Monaten vor der letzten Begegnung von Papst Franziskus mit König Charles und Königin Camilla erlebten sowohl die Monarchie als auch der Vatikan persönliche und öffentliche Veränderungen. Charles hatte vor kurzem bekannt gegeben, dass er sich einer Krebsbehandlung unterzieht. Ein Schritt, der zwar geschickt gehandhabt wurde, aber eine unvorhergesehene Schwäche in seiner Eigenschaft als Herrscher offenbarte. Gleichzeitig übernahm Königin Camilla prominentere Aufgaben als je zuvor, indem sie die Monarchie bei großen Zeremonien vertrat und diskret ein Gefühl der Kontinuität aufrechterhielt, während der König sich erholte. Obwohl die Einzelheiten von Charles' Gesundheitszustand absichtlich unklar gehalten wurden, wie es die königliche Etikette vorsieht, war das Eingeständnis selbst bemerkenswert. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ein britischer Monarch öffentlich größere gesundheitliche Probleme zugegeben hat, während er noch auf dem Thron saß. In der Vergangenheit hat die Monarchie derartige Angelegenheiten häufig unter Verschluss gehalten, ja sogar geheim gehalten. Doch dieses Mal entschied sich der Palast für Transparenz, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Charles, der erst vor kurzem nach Jahrzehnten als Prinz von Wales gekrönt worden war,
war mit einem neuen Gefühl der Zielstrebigkeit ins Rampenlicht als König getreten. Doch eine wirklich persönliche Herausforderung, die Krankheit, diktierte nun seine frühe Herrschaft und nicht mehr Politik oder Rituale. Dieser Hintergrund ist besonders wichtig. Wenn man die Bedeutung der abschließenden Erklärungen von Papst Franziskus an den König untersucht. Der Papst befand sich, wie Karl, in einem Zustand schwindender Gesundheit. Beide Männer, die 1948 im Abstand von 6 Monaten geboren wurden, hatten ihr Leben Institutionen gewidmet, die größer waren als sie selbst. Beide hatten miterlebt, wie sich ihre öffentlichen Ämter in einer Weise entwickelten, die sie nie hätten vorhersehen können. Beide waren mit dem Problem der Führung konfrontiert, obwohl sie körperlich schwach waren. Die Aufgabe von König Karl war schon immer kompliziert gewesen. Sein langwieriges Warten auf den Thron, das als längste Lehrzeit in der Geschichte bekannt ist, bedeutete, dass die Erwartungen an ihn, als er schließlich König wurde, hoch waren. Viele glaubten, er würde die Monarchie modernisieren, ihre Zuständigkeiten straffen und der Institution in einem immer vielfältigeren Großbritannien neue Bedeutung verleihen. Andere sahen in ihm eine Übergangsfigur, die das Erbe von Königin Elisabeth II. Mit der möglichen Herrschaft von Prinz William verbinden sollte. Doch wie so oft änderte die Krankheit das Tempo. Der Monarch, der jetzt Ende 70 ist, musste neu darüber nachdenken, was Führung unter diesen neuen Bedingungen bedeutete. Er begann, seine öffentlichen Auftritte zu reduzieren. Zahlreiche offizielle Aufgaben wurden vergeben. Königin Camilla betrat den neu sichtbaren Raum. Camillas Aufstieg in der königlichen Familie verlief nie auf konventionellem Weg. Ihre frühe Beziehung zu Charles war von Skandalen begleitet, insbesondere in den 1990er Jahren, als sie allgemein als die andere Frau in der zerrütteten Ehe von Charles und Diana angesehen wurde. Jahrelang war die öffentliche Meinung überwiegend ablehnend. Selbst nach ihrer Heirat im Jahr 2005 brauchte Camilla einige Zeit, um von der britischen Bevölkerung akzeptiert zu werden. Doch das hat sich in letzter Zeit geändert. Camilla erfand sich allmählich und methodisch neu, nicht durch große Taten, sondern durch Beständigkeit. Sie nahm Mäzenate an, in der Regel für Zwecke, die keine Schlagzeilen machten: Aufklärung über häusliche Gewalt, Alphabetisierung und Tierschutz. Sie mied das Rampenlicht, wann immer es möglich war, und zog es vor, sich bei Auftritten den Ruf von Verlässlichkeit und Freundlichkeit zu erwerben. Als sie 2022 offiziell zur Königin-Gemahlin ernannt wurde, hatte sie bereits die Grundlage für eine wachsende Unterstützung in der Bevölkerung geschaffen. Diese Unterstützung wuchs mit der Ausweitung ihrer Aufgaben, insbesondere nach der Diagnose von Charles. Sie begann, die Krone immer häufiger bei öffentlichen Veranstaltungen, Gottesdiensten und feierlichen Zeremonien zu vertreten. Ihr Ton war stets gemäßigt und ihre Haltung war realistisch. Infolgedessen wurde Camilla als stabilisierende Kraft angesehen, jemand, auf den sich die Öffentlichkeit verlassen konnte, um die Dinge zusammenzuhalten, während der König an seiner Gesundheit arbeitete. Dieser Zwiespalt, dass Charles hinter den Kulissen mit persönlichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte, während Camilla sich immer mehr zu Wort meldete, ging weder den königlichen Beobachtern noch Papst Franziskus aus dem Sinn, wie es schien. Diejenigen, die dem Treffen im April beiwohnten, berichteten, dass der Papst mit großer Begeisterung über Camillas sich entwickelnde Position sprach. Er soll ihren Beitrag ohne Fanfare gelobt haben, ein Ausdruck, der zu seinen Überzeugungen von Führung und Demut passt. Die Äußerungen des Papstes zur Nachfolge, Abdankung oder zu Veränderungen in der Monarchie sind unklar und werden wahrscheinlich nicht bestätigt werden. Der Zeitpunkt des Besuchs und der Ton seiner Äußerungen haben jedoch die Vermutung genährt, dass er die Art und Weise, wie die Ehe mit dieser schwierigen Phase umgeht, im Stillen unterstützt hat. Eine solche Bestätigung von einem weltweiten geistlichen Führer zu erhalten, der die Schwierigkeiten der Führung besser kannte als die meisten anderen, wäre für König Karl ein bedeutender Moment gewesen. Bei ihren bisherigen Begegnungen ging es immer um ihre gemeinsamen Grundsätze, insbesondere in Bezug auf die Umwelt. Karl hat sich schon lange für den Klimawandel, den biologischen Landbau und die Nachhaltigkeit eingesetzt. Jahrzehnte bevor diese Themen in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Auch Papst Franziskus hat sich in seiner Enzyklika Laudato Si aus dem Jahr 2015 für den Umweltschutz ausgesprochen. Ihre Übereinstimmung in diesen Fragen begründete eine einzigartige Beziehung zwischen dem Buckingham Palace und dem Vatikan, die nicht nur auf Diplomatie, sondern auch auf Philosophie basiert.
Ihr Abschiedsgespräch mag Gedanken über ihr gemeinsames Ziel enthalten haben, von dem sie beide wussten, dass es bald an andere weitergegeben werden würde. Die Königin ihrerseits wurde nie als Monarchin im Wartestand bezeichnet. Gemäß der britischen Verfassung wird die Monarchie nicht durch Heirat, sondern über die Blutlinie weitergegeben. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass Ehefrauen häufig eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der königlichen Kontinuität in schwierigen Zeiten spielen. Während des Zweiten Weltkriegs spielte Königin Elisabeth, die manchmal auch als Königinmutter bezeichnet wird, eine wichtige Rolle. Während der Regierungszeit von Elisabeth II. Nahm Prinz Philipp kleinere Änderungen an der Monarchie vor. Camilla befindet sich nun in einer ähnlichen Situation, in der sie unterstützt, sich anpasst und unter bestimmten Umständen auch diskret führt. Dieser Moment ist entscheidend, denn die Öffentlichkeit akzeptiert Camillas zunehmend sichtbare Position. Auch wenn die Beliebtheitswerte weiterhin schwanken, hat sich die Königin definitiv einen Grad an Respekt verdient, der zuvor unerreichbar war. Dieser Übergang spiegelt einen größeren kulturellen Trend wider, bei dem Erlösungsbögen, zweite Chancen und verdientes Vertrauen mehr geschätzt werden als Blutlinie oder Tradition allein. Vor diesem Hintergrund erhält der letzte Besuch von Papst Franziskus beim König und der Königin eine neue Bedeutung. Es war nicht nur ein Abschied von zwei Führungspersönlichkeiten, es war eine Anerkennung der Position, die sie übernommen hatten, der Verantwortung, die sie trugen, und vielleicht sogar eine gemeinsame Vision davon, wie echte Führung in der heutigen Welt aussieht. Nicht Macht, sondern Präsenz. Es geht nicht darum, zu befehlen, sondern darum, fürsorglich zu sein. Die letzte Privataudienz von Papst Franziskus bei König Charles III. Und Königin Camilla. Am 9. April 2025, nur 12 Tage vor seinem Tod, hatte Papst Franziskus eine seiner letzten großen Privataudienzen. Bei den Besuchern handelte es sich nicht um Staatsoberhäupter im politischen Sinne, sondern um Staatsoberhäupter in eigener Sache, König Charles III. Und Königin Camilla. Das Königspaar war zu einem zunächst als Staatsbesuch gedachten Besuch nach Rom gekommen, der mit ihrem 20-jährigen Thronjubiläum zusammenfiel. Doch was im Vatikan geschah, war wesentlich persönlicher, privater und nachdenklicher. Ihr Besuch fiel in eine Zeit, in der alle drei Personen mit großen persönlichen Problemen zu kämpfen hatten. Papst Franziskus erholte sich nach zahlreichen Krankenhausaufenthalten, darunter Operationen und Behandlungen wegen anhaltender Atemwegserkrankungen. Die vatikanischen Behörden waren schon seit einigen Monaten besorgt über seinen schlechten Gesundheitszustand. Zur gleichen Zeit hatte König Charles die Öffentlichkeit darüber informiert, dass er sich einer Krebsbehandlung unterzog. Zwar wurden keine Einzelheiten bekannt gegeben, doch seine eingeschränkten öffentlichen Auftritte und seine deutlich schlankere Figur blieben nicht unbemerkt. Königin Camilla hatte diskret eine aktivere Rolle übernommen und unterstützte ihren Mann sowohl privat als auch bei seinen offiziellen Aufgaben. Nach Angaben des Vatikans trafen sich die drei absichtlich in einem kleinen, intimen Rahmen. Sie fand in der Casa Santa Marta statt, dem Haus des Papstes in der Vatikanstadt, und nicht im feierlicheren apostolischen Palast. Schon die Wahl des Ortes deutete darauf hin, dass es sich nicht um eine reguläre diplomatische Sitzung handelte. Casa Santa Marta ist der Ort, an dem Papst Franziskus seit Beginn seines Pontifikats residiert, wobei er die üblichen päpstlichen Unterkünfte zugunsten eines bescheideneren Rahmens aufgegeben hat. Sie spiegelte seine Vorliebe für Bescheidenheit und echte Interaktion wider und bot ein Umfeld, in dem Gespräche ohne Kameras, Protokolle oder Formalitäten stattfinden konnten. Nach Angaben von Personen, die über das Treffen informiert waren, ging das Gespräch weit über zeremonielle oder diplomatische Fragen hinaus. Bei solchen Treffen tauschen Staatsoberhäupter und religiöse Führer oft Höflichkeiten aus und bekräftigen gemeinsame Ideale. Aber diese Audienz hatte einen ganz anderen Ton. Mehrere Helfer beschrieben die Umgebung als einladend, ruhig und emotional intensiv. Bei einer Gelegenheit soll der Papst offen über den Tribut gesprochen haben, den eine Führungsposition nicht nur körperlich, sondern auch geistig auf den Einzelnen fordern kann. Er soll die Last erkannt haben, die Charles seit seiner Thronbesteigung empfunden hatte, sowie die Tatsache, dass die ersten Tage seiner Regentschaft von Krankheit, globalen Unruhen und dem Schatten des gewaltigen Vermächtnisses von Königin Elisabeth II. Geprägt waren. Der Papst, der die Kirche in einer Zeit gewaltiger Umwälzungen und weltweiter Katastrophen geführt hat, verstand die Probleme besser als andere. Was dieses Ereignis so denkwürdig macht, ist nicht nur das, was gesagt wurde, sondern auch,
wer es gesagt hat. Die Menschen betrachten Papst Franziskus seit langem als eine Führungspersönlichkeit, die dem Mitgefühl Vorrang vor der Kontrolle einräumt. Viele Staatsoberhäupter, darunter auch Karl, schlossen sich seiner Entscheidung an, Demut als Tugend und nicht als Schwäche zu betrachten. Im Gegensatz zu früheren Königen fühlte sich Karl nie wohl mit öffentlicher Verehrung oder absoluter Macht. Stattdessen hatte er sich durch eine neue Art der Führung einen Namen gemacht, die auf Umweltkampagnen, interreligiöser Kommunikation und der Bewahrung von Erbe und Tradition beruhte. Und es hatte Jahre gedauert, bis sie als hochrangige königliche Persönlichkeit voll anerkannt wurde. Der Papst war sich ihrer bescheidenen Haltung und ihrer Vorliebe, im Hintergrund zu arbeiten, wohl bewusst. Er soll ihre ruhige Festigkeit gelobt haben. Etwas, das ihm gefiel und das er in seinen Kommentaren zur Führung häufig erwähnt hatte. Er sah in ihr eine Art von Stabilität, die seiner Meinung nach für jede Institution, sei es die Kirche oder die Monarchie, unerlässlich war. Es gibt keine überprüfbare Abschrift des Gesprächs. Und es ist zweifelhaft, dass es jemals eine geben wird. Viele, die mit der Vorgehensweise des Papstes vertraut sind, glauben jedoch, dass seine Worte häufig mehrere Bedeutungen haben. Anfangs war er dafür bekannt, dass er beiläufig sprach, aber später stellte sich heraus, dass seine Worte überlegt und tiefgründig waren. Einige, die sich mit der Interaktion befasst haben, sind der Meinung, dass er mehr als nur Ermutigung bot. Es könnte sein, dass er Charles und Camilla sanft auf mögliche Veränderungen vorbereitete. Sei's, dass er Prinz William mehr Verantwortung übertrug oder einfach nur ihre Positionen aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme veränderte. Die königliche Familie hat solche Vermutungen nicht bestätigt, aber der Zeitpunkt des Besuchs und das anerkannte Interesse des Papstes an der Nachlassplanung haben diese Interpretationen gefördert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er vorausschauend spricht, insbesondere wenn er sich an führende Persönlichkeiten in der letzten Phase ihrer öffentlichen Karriere wendet. Nach der privaten Begegnung gaben weder der Papst noch das Königspaar öffentliche Erklärungen ab. Der einzige Hinweis darauf, dass die Audienz stattgefunden hatte, stammte aus einer kurzen Pressemitteilung des Vatikans, in der von einem persönlichen Gespräch die Rede war, das jedoch nicht näher erläutert wurde. Auch der Buckingham-Palast gab eine kurze Erklärung ab, in der er dem Papst für seinen freundlichen Empfang dankte. In den darauffolgenden Tagen wurde die Art dieser Interaktion jedoch immer wichtiger. Als Papst Franziskus am 21. April 2025 starb, gehörte König Karl zu den Ersten, die ihm emotionalen Respekt zollten. Königin Camillas veränderte Rolle und Einfluss. Seine Äußerungen nahmen einen besonders persönlichen Ton an, indem er sich auf ihre frühere Begegnung bezog und den Papst als einen Mann von großer Bescheidenheit, Intelligenz und unerschütterlicher Zivilcourage begrüßte. Seine Äußerungen machten deutlich, dass der Besuch einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Einige Kritiker merkten an, dass sich die Botschaft des Königs eher auf persönliche Beziehungen als auf globale Probleme konzentrierte, was darauf hindeutet, dass dieses letzte Treffen mehr als nur eine politische Verantwortung war, sondern auch eine Zeit echter spiritueller Kontemplation. In einer Zeit, in der die britische Monarchie immer stärker unter die Lupe genommen wird, geben Momente wie diese einen Einblick in die persönliche Seite des königlichen Lebens, die jenseits der Schlagzeilen und öffentlichen Ereignisse stattfindet. Königin Camilla hat ihre Erklärung nicht veröffentlicht, aber Quellen, die ihr nahestehen, behaupten, dass sie das Gespräch mit dem Papst sowohl beruhigend als auch bestätigend fand. Für jemanden, der die meiste Zeit seines Lebens damit verbracht hat, von den Medien missverstanden oder unterschätzt zu werden, war die Anerkennung durch eine der mächtigsten religiösen Persönlichkeiten der Welt von großer emotionaler Bedeutung. Diese Begegnung hat auch eine breitere Diskussion unter Historikern und Experten für königliche Traditionen ausgelöst. Was bedeutet es, wenn sich zwei alternde Staatsoberhäupter im Geheimen treffen, wohlwissend, dass ihre Zeit im Rampenlicht begrenzt sein könnte? Was bedeuten diese letzten Interaktionen? Und wie werden sie sich auf die Institutionen auswirken, die sie repräsentieren? Die Kommentare des Vatikans und der Monarchie zu dieser Begegnung zeigen ihre Bedeutung, auch wenn die Einzelheiten unklar sind. Der Tonfall hat sich deutlich geändert. Der Schwerpunkt hat sich von der Pflicht auf das Erbe, das Mitgefühl und die Bedeutung des Dienens mit dem Herzen und nicht mit Formalitäten verlagert. In Ermangelung der häufigen Anwesenheit des Königs
hat Königin Camilla eine aktivere Rolle übernommen. Hatte sie sich in der Vergangenheit vor allem für die Alphabetisierung, die Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt und die Förderung des Tierschutzes und des ländlichen Lebens eingesetzt. So diente sie der Krone nun in einer umfassenderen Funktion. Camilla wurde zum Gesicht der Stabilität, von Staatsbesuchen bis zu nationalen Gedenkfeiern, obwohl sie zuvor von den meisten Menschen als umstritten angesehen wurde. Die Ausweitung ihrer Verantwortung war nicht das Ergebnis einer offiziellen Ankündigung. Es geschah schrittweise und bis zu einem gewissen Grad leise. Beobachter des Königshauses bemerkten, dass sie mehr Selbstvertrauen beim Sprechen in der Öffentlichkeit gewonnen hatte, bei Spaziergängen ruhiger geworden war und sich bei offiziellen Anlässen besser mit Besuchern unterhalten konnte. Diejenigen, die ihr bei ihren Auftritten begegneten, empfanden sie als angenehm. Zwanglos und erschreckend bodenständig, ein krasser Gegensatz zu dem Bild, das in den Schlagzeilen der Boulevardpresse gezeichnet wurde. Diese konsequente Präsenz begann, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In dieser Zeit durchgeführte Umfragen ergaben, dass die Popularität von Königin Camilla deutlich zunahm, insbesondere bei den älteren Generationen, die Kontinuität und Tradition schätzen. Während das jüngere Publikum eher geteilter Meinung war, lobten viele ihre offensichtliche Hingabe an die Monarchie und die Art und Weise, wie sie ihre Rolle mit scheinbar echter Hingabe angegangen ist. Privat hat die königliche Familie einigen Beratern zufolge eine Phase des vorsichtigen Wandels eingeleitet. Obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass König Karl zurücktreten oder seine Autorität formell aufgeben würde, machte die anhaltende Krankheit des Königs eine Neuverteilung der operativen Aufgaben erforderlich. Prinz William übernahm zusätzliche zeremonielle Aufgaben, insbesondere solche, die eine direkte Beteiligung der Öffentlichkeit erforderten. In der Zwischenzeit engagierte sich Camilla nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Tagesgeschäft des Königshauses. Die Verwandlung von König Charles und Königin Camilla. Dieser Umstand war nicht ungewöhnlich. In den späteren Jahren der Regentschaft von Königin Elisabeth II. Vertrat Prinz Charles, wie er damals hieß, seine Mutter immer häufiger, vor allem bei Auslandsauftritten und offiziellen Anlässen. Die Monarchie hatte auf diskrete Weise Methoden der Kontinuität geschaffen, die es der Institution ermöglichten, auch dann zu existieren, wenn ihre führende Person nicht anwesend war. Dieselben Methoden wurden erneut erprobt, diesmal aber in einer neuen Form, nämlich mit einer Königin-Gemahlin, die während der Krankheit des Königs die Regierung übernahm. Camillas Prominenz erregte jedoch weitere Aufmerksamkeit. Einige Analysten fragten sich, ob die größere Abhängigkeit von ihr eine vorübergehende Lösung oder der Beginn eines längerfristigen Trends sei. Die Presse spekulierte darüber, was es bedeuten würde, wenn Camilla weiterhin wichtige Aufgaben übernehmen würde, insbesondere wenn sich der Gesundheitszustand von König Charles nicht verbessern würde. Zwar unterliegt die Monarchie nach wie vor dem Verfassungsrecht und nur der Souverän übt die Exekutivgewalt aus. Doch die Realität des täglichen öffentlichen Lebens erfordert häufig eine sichtbare, ansprechbare Präsenz. Camilla wurde zunehmend als entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Bevölkerung in die Monarchie angesehen. Ihre Position wurde noch dadurch gestärkt, wie sie mit der zusätzlichen Aufmerksamkeit umging. Sie gab nur selten Interviews, vermied Kontroversen und konzentrierte sich auf ihre philanthropischen Aktivitäten. Auf die seltene Frage nach ihren Pflichten während eines königlichen Engagements erklärte sie einfach, dass sie tue, was notwendig sei. Diese Art von subtiler Sprache und ihre ständige Präsenz trugen dazu bei, dass sie in der Öffentlichkeit als vertrauenswürdig und praktisch veranlagt wahrgenommen wurde. Eigenschaften, die viele Menschen bei einer Führungspersönlichkeit suchen, insbesondere in schwierigen Zeiten. Gleichzeitig bot die reduzierte Rolle von König Karl Zeit, über seine Zukunft als Monarch nachzudenken. Obwohl die Abdankung nicht offiziell erwähnt wurde, blieben die Bedenken bestehen. Wird seine Therapie ihn in die Lage versetzen, seine königlichen Pflichten wieder in vollem Umfang wahrzunehmen? Wurde hinter den königlichen Mauern diskret eine langfristige Strategie entwickelt? Wird Prinz William früher als erwartet unter Druck gesetzt, eine formellere Führungsrolle zu übernehmen? Diese Fragen wurden in der Öffentlichkeit und bei den Kritikern des Königshauses immer häufiger gestellt. Das Königshaus hielt sich zu diesem Thema wie üblich bedeckt. Der Buckingham-Palast informierte zwar weiterhin in unregelmäßigen Abständen über den aktuellen Stand der Dinge und unterstrich damit die gute Laune des Königs und seine unerschütterliche Hingabe an seine verfassungsmäßigen Pflichten. Aber jeder,
der aufmerksam war, konnte erkennen, dass sich die Dinge geändert hatten. Die Dynamik hatte sich seit seiner Krönung verschoben. Einige königliche Beobachter sind der Meinung, dass diese Zeit der Ungewissheit den Beginn der Herrschaft von Charles mehr prägen wird als seine Krönung. Für einen König, der jahrzehntelang darauf gewartet hatte, den Thron zu besteigen, war die neue Realität eher von Schwierigkeiten als von Triumph geprägt. Der Abschiedsbesuch von Papst Franziskus bei König Charles und Königin Camilla. Krankheit kann selbst die besten Pläne durchkreuzen. Und die Reaktion des Königs war zwar privater als die seiner Mutter, aber nicht weniger ernst und spiegelte seine sehr persönliche Art wider, mit Krankheit umzugehen. Diejenigen, die Karl gut kennen, glauben, dass er schon immer ein kontemplativer Mensch war. Er hat sich schon immer für Philosophie, Religion und Umweltfragen interessiert, die allesamt Geduld, Weitsicht und die Bereitschaft zur Subtilität erfordern. Obwohl ihm als Prinz von Wales Unentschlossenheit vorgeworfen wurde, könnte Charles dieses Temperament in diesem Kapitel seiner Regentschaft von Nutzen sein. Er stürzt sich nicht in Entscheidungen und sucht auch nicht nach Aufmerksamkeit. Stattdessen scheint er sich auf eine ruhigere Art der Führung zuzubewegen. Eine, die die Ideale widerspiegelt, die Papst Franziskus bei seinem Abschiedstreffen mit dem Monarchen hervorhob. Der Papst mochte Menschen, die in Demut führten. Er sprach häufig über den Unterschied zwischen Autorität und Dienst und zwischen Image und Wirkung. Für Charles und Camilla schienen diese Ideale wichtiger denn je zu sein. Ihre jüngsten Taten, die sich eher durch Standhaftigkeit als durch Spektakel auszeichneten, zeugten von einer gemeinsamen Hingabe an die Pflicht in ihrer menschlichsten Form. Die Bedeutung ihrer Begegnung ergab sich nicht aus einer einzigen Aussage. Es war das Zusammentreffen dreier berühmter Persönlichkeiten, die sich alle am Ende ihrer öffentlichen Laufbahn befanden und mit den emotionalen und physischen Hindernissen konfrontiert waren, die mit dem Alter, der Verantwortung und der Sichtbarkeit einhergehen. Und zu diesem Zeitpunkt entschied sich Papst Franziskus, der seit langem die Bedeutung des menschlichen Charakters über das öffentliche Auftreten stellt, dafür einige seiner letzten Energien darauf zu verwenden, König Charles und Königin Camilla stille Worte der Meditation zu schenken. Diejenigen, die mit der tieferen Sprache der Führung vertraut sind, erkannten die Symbolik. Wenn zwei Persönlichkeiten wie Charles und der Papst zusammenkommen, dann nicht zu kommerziellen Zwecken oder für öffentliche Auftritte. Es entwickelt sich zu etwas Nachdenklicherem, zu einem Moment, in dem Belastungen anerkannt, Ziele überprüft und möglicherweise Ratschläge erteilt werden, die über die Zeremonie hinausgehen. Seit dem Besuch haben einige die Vermutung geäußert, dass das letzte Treffen von Papst Franziskus mit Karl eine spirituelle Bestätigung enthielt, möglicherweise sogar eine Ermutigung für den König, die langfristige Ausrichtung seines Vermächtnisses zu prüfen. Das Konzept ist nicht völlig neu. In seinen letzten Lebensjahren sprach der Papst offen über Übergänge, die Ausbildung anderer zur Übernahme von Führungsaufgaben und das Wissen, wann er zurücktreten muss. Er hatte überlegt, wegen schlechter Gesundheit zurückzutreten, blieb aber schließlich bis zu seinem Tod im Amt. Er kannte die Kosten eines langfristigen öffentlichen Dienstes. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass König Charles abtreten will. Die Monarchie folgt nicht denselben Normen wie das Papsttum. Und Abdankungen in der britischen Geschichte sind ungewöhnlich und kompliziert. Die Untersuchungen werden jedoch fortgesetzt. Nicht wegen eines Skandals oder einer Kontroverse, sondern aus der Überzeugung heraus, dass die königliche Familie in eine neue Ära eintritt. Und der Abschiedsbesuch von Papst Franziskus beim König mag diese Wahrheit sanft unterstrichen haben. Einer der Gründe, warum diese Begegnung eine so nachhaltige Wirkung hat, ist, dass sie die allmähliche Entwicklung der Rolle von Königin Camilla verdeutlicht. Vor 10 Jahren war es schwer vorstellbar, dass Camilla im Mittelpunkt einer Debatte über das Schicksal der Monarchie stehen würde. Viele Jahre lang wurde ihr Name mit einem königlichen Skandal in Verbindung gebracht und die öffentliche Meinung zögerte, sich zu ändern. Die Zeit hat jedoch eine Art, die Dinge neu zu kontextualisieren. Und ihre Verwandlung in eine wichtige Figur der Stabilität ist zu einem der überraschendsten Handlungsstränge in der modernen königlichen Erzählung geworden. Was Papst Franziskus zu begreifen und sanft zu unterstützen scheint, ist, dass Führung in verschiedenen Formen auftritt. Camillas Aufstieg zeichnete sich nicht durch Größe aus, sondern durch ihre Fähigkeit, stable, beständig und präsent zu bleiben. Dies sind die gleichen Tugenden, die Papst Franziskus häufig hervorhebt, wenn er über die Eigenschaften spricht, die er an religiösen,
politischen und öffentlichen Führungspersönlichkeiten am meisten schätzt. Er hat einmal gesagt, dass die Welt nicht mehr freimütige Führer braucht, sondern mehr ruhige Seelen, die zuhören, dienen und ausharren. Für die britische Öffentlichkeit hat dieser Übergang dazu geführt, dass sie sich Gedanken darüber macht, was sie von der Monarchie erwartet. In der Vergangenheit zeichnete sich die königliche Herrschaft durch Präsenz, Prunk und Förmlichkeit aus, doch die Nachfrage nach etwas Bodenständigerem steigt. Die Menschen fühlen sich zunehmend zu Authentizität hingezogen, zu dem Glauben, dass die Verantwortlichen die Welt so verstehen, wie sie tatsächlich ist. Und das ist der Punkt, an dem Menschen wie Charles und Camilla in ihrer jetzigen Lebensphase auf eine andere Resonanz stoßen. König Charles, der früher als übermäßig philosophisch oder unnahbar galt, wird heute von einigen als nachdenklicherer König wahrgenommen. Als jemand, der sich seit Jahrzehnten mit persönlichen und öffentlichen Erwartungen auseinandersetzt und versucht, mit Augenmaß zu regieren. Seine öffentlichen Auftritte, auch wenn sie selten sind in der Regel emotionsgeladen. Ob er nun einen Baum in einem winzigen Gemeinschaftsgarten pflanzt oder eine sanfte Ansprache bei einer Gedenkfeier hält. Er strahlt die Ernsthaftigkeit von jemandem aus, der versteht, dass es bei der Führung nicht um Dominanz, sondern um Präsenz geht. In der Zwischenzeit nimmt Königin Camilla weiterhin diskret Einfluss auf die täglichen Abläufe in der Monarchie. Ihr Zeitplan ist hektisch, aber überschaubar. Ihr Ansatz hat sich nicht wesentlich geändert. Sie vermeidet nach wie vor Dramen, hält ihre Kommentare kurz und bündig und unterstützt Organisationen und Themen, die nicht in den Schlagzeilen stehen. Allerdings hat sich die Art und Weise, in der die Menschen darauf aufmerksam werden, verändert. Ihre Hingabe, ihre Beständigkeit und ihre Fähigkeit, bei Bedarf einzuspringen, insbesondere während der Krankheit von Charles, haben sie zu einem Symbol der Beständigkeit in einer Zeit gemacht, in der viele Institutionen als zerbrechlich wahrgenommen werden. Die Monarchie hat immer um das richtige Gleichgewicht zwischen Tradition und Wandel gerungen. Wie kann man in einem sich ständig verändernden Umfeld relevant bleiben, ohne seine Kernidentität zu verlieren? Im Fall von Charles und Camilla scheint sich die Antwort sanft zu entwickeln. Nicht durch große Reformen oder spektakuläre Abweichungen von der Tradition, sondern eher durch die allmähliche Umgestaltung der Rollen auf der Grundlage von Notwendigkeit, Vertrauen und einem gemeinsamen Konzept der Pflicht. Vorerst bleibt König Charles auf dem Thron, und es gibt keine öffentlichen Anzeichen dafür, dass etwas Wichtiges passieren wird. Die Präsenz von Prinz William nimmt zu, während die jüngere Generation der Royals, vor allem Prinzessin Anne und der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Es ist jedoch offensichtlich, dass sich die Monarchie behutsam wieder aufbaut. Nicht als Reaktion auf eine Krise, sondern in dem Bewusstsein, dass Zeit, Krankheit und die Erwartungen der Öffentlichkeit ein neues Kapitel definieren. Das Treffen mit Papst Franziskus war damals nicht berichtenswert, kann aber heute als ein stiller Moment betrachtet werden, in dem etwas Wichtiges in den Herzen der Beteiligten geschah. Es war keine förmliche Verkündung, sondern eher eine Anerkennung der Tatsache, dass es bei der Führung, insbesondere in ihren späteren Phasen, oft mehr um Weisheit als um Befehl geht und mehr darum, den Weg zu ebnen, als ihn allein zu gehen. Die königliche Familie wird sich in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich verändern. Vielleicht nicht dramatisch, aber durch eine Reihe von subtilen Veränderungen im Ton, in den Verantwortlichkeiten und in der öffentlichen Präsenz. Die subtile Richtung, die Papst Franziskus in den letzten Tagen seiner Amtszeit eingeschlagen hat, wird sich in ihren Urteilen widerspiegeln. Ob es nun zu einem Wechsel in der Führung kommt oder ob lediglich die derzeitigen Zuständigkeiten bestätigt werden. Der Einfluss dieses privaten Gesprächs ist tiefgreifend. Sie erinnerte die Welt und vielleicht auch Charles und Camilla selbst daran, dass wirksame Führungsqualitäten auf Mitgefühl, Tapferkeit und dem ruhigen Willen zum Durchhalten beruhen, selbst wenn der Weg, der vor ihnen liegt, unsicher erscheint. Und nun die Frage, mit der ich Sie zurücklasse. Glauben Sie, dass der Blick von Papst Franziskus auf Camilla die Art und Weise verändert, wie die Menschen sie sehen, oder bestimmt der erste Eindruck immer noch unsere Meinung? Sagen Sie es mir in den Kommentaren. Ich liebe es, Ihre Sichtweise auf Momente wie diesen zu hören. Und wenn Sie diese Geschichte berührt oder zum Nachdenken angeregt hat, dann lieben Sie bitte dieses Video. Abonnieren Sie es für weitere wahre, kraftvolle Geschichten hinter den Kulissen und drücken Sie auf das Glockensymbol, damit Sie kein Update verpassen. Danke, dass Sie hier waren.
Und denken Sie daran, manchmal sind die wahrsten Geschichten der Welt die geflüstert, nicht geschrien werden.